Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich mir als Gast geladen den guten alten Paul Terra. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Run hier vor uns, denn Paul hat live bei sich im Stream einen Null-Death-Run tatsächlich gemeistert und ich hatte mir den Tag davor schon gedacht, Mensch, hat das überhaupt schon mal jemand irgendwie geschafft? Und dann habe ich genau in dem Moment live bei Paul im Stream eingeschaltet und bin bei der 99. Etage rein geskippt und habe quasi den ganzen kompletten Run verpasst. Den gucke ich mir jetzt hier live mit Paul auch zum ersten Mal an. Das ist jetzt ein bisschen Vorgeplänkere und danach geht es dann quasi los mit den Zero Death Run. Das ist richtig nice. Erstmal zuallererst sehr, sehr nice, dass wir es wieder geschafft haben. Paul, ich freue mich sehr, dass wir mal wieder ein Video aufnehmen können. Lange her, lange her. Ist sehr lange her, dass wir auch privat geschnackt haben und so. Und ja, umso mehr freue ich mich, dass du hier auch wieder bei mir auf dem Kanal bist und vor allen Dingen, dass er uns auch hier das Video natürlich parat stellt. Wer das Ganze nochmal aus seiner Perspektive mit seinem Commentary hören will, der guckt einfach unten in die Videobeschreibung und kommt da zum Kanal von Paul und da ist dann auch das Video von ihm mit dem Zero Death Run. Gut. Ja, so viel erstmal dazu. Generell, du hast auf W50 hier den Run gemeistert, ne? Das ist richtig? Genau, W50. Ja, da warst du generell sehr, sehr lucky, ne? Es ist unglaublich, ne? Ich habe ja heute gestreamt. Hab ja schon erzählt, du weißt schon, ne? Insgesamt 16 Runs gemacht, Combat Set vollständig, on average 2,5 Revives pro Run. Habe ja schon gesagt, ne, ich habe den kompletten Legendary Dungeon unter 3k Pilze abgeschlossen und es lief einfach, ne? Nach dem dritten Run die Waffe, nach dem vierten Run den Schild und dann am Ende noch die Schuhe bekommen und halt den Zero Death Run, den einzig wahren, ne? Ist unglaublich. Ja, also das war schon wirklich sehr, sehr lucky gewesen und ja, ich hatte, glaube ich, auf W50 auch 18 Runs oder so gebraucht. So, jetzt geht's los. Das ist schon stark. Jetzt geht's los, genau. Ja, jetzt startet. Da fängt schon an, ne? Ich komme direkt rein, finde Dietrich, gehe weiter rein, bekomme direkt 3er Heal, ne? Alter, ja. Da fängt es schon an. Das heißt, die ersten 3 Monster kann man halt for free wegkloppen und schon mal Schlüssel farmen. Ja, und so hat sich das dann den ganzen Run hingezogen. Es ist ja jetzt für mich auch das erste Mal, dass ich jetzt diesen Run sehe, weil, wie gesagt, ja, ich hatte zu spät eingeschaltet einfach. Und ich sehe gerade, du gehst komplett auf Flüchten, ja? Ich gehe auf Flüchten. Ich versuche halt möglichst Monster dann nur zu klatschen, wenn ich halt Buffs habe. Wie zum Beispiel hier, den 8er One-Hit-Wonder, ne? Alter. Ja, das ist krass, weil ich hatte bisher immer eine andere Strategie benutzt tatsächlich, und zwar die ersten 25 Etagen einfach Schlüsselfarmen. Ja, Schlüsselfarmen ohne Ende. Aber das macht halt bei diesem Dungeon wenig Sinn, weil meiner Meinung nach versuche ich halt maximal so 4, 5 Schlüssel zu haben. 3 Schlüssel, falls ein Shop kommt, okay. Dass ich entweder, oder 4 Schlüssel, falls ich 8er One-Hit-Wonder haben will. Lol. Falls ich aber Low-Life bin, und ich bin meistens Low-Life, erstmal da nochmal einen Heal bekommen, ja. Ne? Weil ich meistens Low-Life bin, will ich 6 Räume mir Heal holen. Und ich versuche halt auch direkt die ersten 25 Etagen nicht zu sterben, weil sollte ich beim ersten Boss direkt eine Seele des Hasen bekommen, ist der Run ja eh schon fast for free, ne? Und dann wäre es schade gewesen, vorzurücken und habe Schlüssel, die ich dann wahrscheinlich eh kaum wegbekomme. Okay, ja. Das ist krass. Ja, da hatte ich bisher immer ein ganz anderes Denken gehabt. Ich bin so auf Teufel komm raus, versucht so viele Schlüssel wie möglich mitzunehmen. Ist scheißegal, ob ich jetzt nur am Anfang irgendwie 2-3 Mal sterbe. Das habe ich in Kauf genommen, um nachher am Ende raus so viel wie möglich Schlüssel farmen zu können, so, ne? Ich spiele mit wenig Schlüsseln um die Klunker herum. Weißt du, ich versuche das so ich verstehe, ja. Gut zu kombinieren, wie es geht, anstatt immer zu viele Schlüssel zu haben. Ja, das ist schlau. Und dann hier fängt es an, ich habe nicht am Anfang Seele des Hasen. Ich habe 3 Buffs, die eigentlich nicht so geil sind und entscheide mich dann für Heals, geben 40% mehr Heilung. Ne? Negativeffekt, sollte ich sterben, bin ich halt für 5 Räume lang vergiftet. Was in meinem Fall mir halt egal ist, weil ich den ganzen Run halt nicht einmal gestorben bin, aber dafür die Heals mir mehr bringen. Also war es schon irgendwo dann eine gute Entscheidung, aber ich war am Anfang nicht so überzeugt. Ich dachte mir so, okay, ja, ist blöd, ne? Ich verreck die ganze Zeit und werde wahrscheinlich vergiftet. Ja. Und dann geht's halt schon mit Zero Deaths rein in den zweiten Run. Kann nochmal hier, ja, einmal eine Tür for free mitnehmen. Ja, das ist auf jeden Fall schon sehr lucky. Was ist so deine Top 3 Klunker, die man quasi so auswählen kann?
Seele des Hasen, ganz klar. Der Mondstein, die zweite 20% Dodge. Dann der Brocken der Gier. Das ist der mit 20% mehr Segen aus Kämpfen und so weiter. Und mehr geheimnisvolle Räume. Ja. Und den Schlüsselmeister finde ich in Kombination mit Fluchtchance sehr nice, ne? Weil du hast gerade in den letzten Etagen ist ein Raum immer verschlossen, was dir ein Vorteil ist, wenn du halt viele Schlüssel hast. Und mit der Kombination mit Dodge, das heißt, du dodgst, farmst Schlüssel und hast am Ende immer safe eine Tür, wo du auch reingehen kannst und nochmal auf Buffs hoffst. Deswegen Schlüsselmeister mit Seele des Hasen ist eine super Kombination generell. Der Brocken der Gier und der Mondstein, das sind meine 4 Favorite Klunker of all time. Ja. Und jetzt hier bekomme ich 8er Schlüssel, ne? Ja, Hab 5 Schlüssel und kombiniere das mit One-Hit-Wonder. 8er Oh mein One-Hit-Wonder. Gott, Das ist einfach Digga. so lucky. Ne? Ich hab mich so gefreut. Weißt du, bis dahin bin ich ja schon 0-mal gestorben, ne? Ja, krass. Und dann kommt's einfach. Und dann wird sich da die Schlüssel gegönnt. Lauf extra durch die Falle, weil ich denke mir, okay, Ja, musst du machen. das ist ein bisschen Schaden, aber ich will die Monster, ich will die Schlüssel. Und dann Boah. gehe ich da durch und gönn mir alles raus. Ein bisschen unlucky, wenn du Gold bekommst, dann wieder 2 Schlüssel. Und dann Ja, nochmal. den nimmt er mit. Was habe ich bekommen? Au! Ich nochmal einen Full Heal rein. Okay. Das ist maximal insane, ne? Ja, heftig. Also so viel Luck kann man nicht haben. Jetzt an diesem Punkt, ne, bin ich ja schon kurz vorm 50. Raum. Da kommt der Blender. Und da, Tipp, Blender immer draufhauen, immer mitnehmen. der macht weil sehr wenig Blender machen Schaden. weniger Schaden als normale Gegner. Ja. Ja, heftig. Ey, nicht nur, dass du auch, also man muss auch dazu sagen, klar, du hast jetzt übelst reingelackt da auch, ne? Ja. Aber auch die Kombination mit One-Hit-Wonder und dem Buff, das ist schon ziemlich nice. Jetzt Seele des Hasen, Alter. Da ist der Hase, ne? Ja. Da ist der geile Hase. Obwohl der Spionageklunker war es, glaube ich, in der Mitte, die ist auch nice, die Rune, finde ich persönlich. Ja, aber nichts geht über den Hase. Absolut Ja, das kein stimmt. bisschen. Der Hase ist einfach ein Jackpot. So. Und vor allen Dingen Und das in jetzt Kombination, wird er durchgehast. wenn du dann flüchtest und dafür dann auch noch immer einen Schlüssel bekommst, denn, ne? Wenn du dann die Rune auch noch hast. Das ist heftig, ja. Das ist absolut krass. Das meine ich ja mit Seele des Hasen und dem Schlüsselmeister. Ja, Die Kombination. da brauchst du ja, da lohnt es sich ja mehr zu flüchten als anzugreifen, so. Ja. Boah, jetzt musst du aber, glaube ich, noch mal gleich einen Heal Ja, irgendwo. jetzt war es kritisch. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt bloß Türen mitnehmen, hier Ja. auf Monster achten. Da habe Ja, ich ja, auf das Dreieck genau. geachtet, ne? Genau. Und habe gehofft, einfach nur noch zum Laden kommen und 6 Ja. Da habe ich ausgewichen, Heftig. habe mich insane gefreut. Und blätter jetzt für meinen 6er Heal, ne? Um wieder hochzukommen. Durch die Tür wäre ich jetzt auch noch gegangen, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Da bin ich Ja. einfach auch Und jetzt kannst Nummer du, sicher gegangen. jetzt hättest Monster klatschen können, ne? Eigentlich. Da auch. Aber ich hab ja Seele des Hasen. Ja, stimmt. Ja, Da bin ich nochmal durchgegangen, da hab ich gedacht, okay. Und dann wird gedodged. Dann wird mein Leben gedodged, ne? Und Ja, dann heftig. jetzt bin ich schon wieder fast vom 3. Ja, Boss. mit fast Full Life, ne? Ich glaube jetzt, ich entscheide mich sogar öfter für die Opfertüren, weil Opfertüren, ich Die Tür- weniger Schaden. die Tür Opfertüren selbst- machen weniger, Ja, die Tür Ja. selbst macht nicht viel Schaden, so, aber die Opfertruhe. weniger Schaden als einen Boah, das. Falle. Ja. Also, das Da ist schon. Und da ist der Schlüsselmeister, ne? Mhm. Das Die ist schon eine Seele gute des Hasen und Kombination. Schlüsselmeister. Gerade 40% mehr Heals, 40% Dodge-Chance und Schlüssel fürs Dodgen. Guck mal, habe ich 5 Schlüssel. Ja, das Lief ist schon nice. einfach. Und Sehr, jetzt sehr gut. geht's dann gleich zum zweiten Laden. Da habe ich nicht riskiert, Leben zu verlieren. Okay. Und da habe ich sogar noch getraut, ne, die mitzunehmen. Ja, du bist ja, Viermal bist, kostenlose bist ja Türen. Lowlife, Alter. Da muss man ja. Oh, da das erste Mal Da war Pech. es kritisch, da hatte ich Angst. Da hatte ich schon richtig Angst. Ne? Erste Mal Und Pech, dann aber. kam wieder der Laden und jetzt habe ich wieder gerollt auf den 6er Heal, ne? Eigentlich carryst du dich nur so von Schlüsselshop zu Shop, so irgendwie, Ja. ne? So, und dazwischen Ja, immer zum ausweichen. Heal. Einfach ja, zu hoffen, auf nicht zu sterben. genau, krass. Ah, das ist verdammt. Also, so von 1 bis 10, wie lucky würdest du sagen, war es? Ist da noch Potenzial nach oben oder hast du es schon Und das ziemlich. ist schon das oberste Luck. Also, ich glaube, viel mehr geht da nicht. Ja, nee, Das war schon anderes das Level ist an krass. Luck. Habe ich auch, muss ich sagen, wirklich noch nie so gesehen, so dass man mal einmal gestorben ist oder zweimal. Das hat man öfter Ja. mal, aber wirklich so mit von 1 bis 100, so ohne, guck mal, da kriegst du sogar guck mal, noch. ich war Full Heal, ne? Ich Digga. war Full Heal. Ja, moine, Alter. Das war ja. der Lucky Spot. Aber natürlich ist es auch eine Kombination von Luck und natürlich auch ein Hauch von Taktik. Man kann da nicht komplett kopflos durchrennen, aber in dem Fall war es schon wirklich insane. Ja. Und dann bin ich bei Krass. Full Life am Boss Heftig. und bin 0 Mal gestorben. Heftig. Ne? Ja.
Ja. Alleine mit meiner Taktik, wie ich sonst machen würde, dass ich die ersten 25 Etagen 1, 2 Tode in Kauf nehme, wird man gar nicht packen. Ja, deswegen ist das schon gut oh, jetzt ist das Video vorbei. Ist auch mal gut, dass man sowas mal sieht, dass halt eben andere Leute andere Taktiken auch da am Start haben. Und das war auf jeden Fall sehr sehenswert. Ey. Die Taktik funktioniert auch gut. Hast ja gesehen im Stream noch nicht. Die nächsten 4 Etagen dreimal mit 2 Revives durch, einmal ein 4er, dann war ich natürlich einmal richtig unlucky, einen 9er, die gibt's auch. Ja. Aber wie gesagt, on average kaum 3 Revives, ne? Ja, das ist insane. Das ist krass. So, also erstmal viel Luck gehabt, so generell mit dem Dungeon, so dass du da relativ schnell alles gefunden hast da an Equipment, aber auch so wirklich der Durchschnittsverbrauch wirklich unterirdisch niedrig, sag ich mal, im Verhältnis zu dem, was man sonst so kennt. So, sonst hat man ja immer 300 so pro Run so als Durchschnitt, aber das war ja bei dir gar nicht der Fall, ey. Nee, knapp 100 Pilze pro Run. Ich bin, wie gesagt, da kann komplettes Legendary Set unter 3k Pilze. Da kann man wirklich nichts sagen, so. Also das ist schon echt gut gemeistert auf jeden Fall. Das war aber auch eine Riesenportion Luck, das muss ich zugeben. Auf S39, S43 lief es nicht so gut. Ja, dafür lief es halt umso besser auf E50. Immer noch besser als beim letzten Legendary Dungeon, mit Abstand, aber nicht so gut wie auf E50. Und ich glaube, das wird lange Zeit nichts toppen. Ja. Ich habe auch gute Upgrades gemacht am Ende. Hat geschmeckt. Das ist doch sehr, sehr schön. Jetzt wirst du erstmal warten bis zum nächsten Legendary Dungeon oder überspringst du einen? Oder? Nein, ich denke, Legendary Dungeon werde ich immer mitnehmen, aber Dungeons werde ich keine legen. Ja, okay. Da habe ich nochmal vor, mit dir speziell nochmal in einem Video nochmal extra drauf einzugehen. Ja, können wir gerne machen. Weil da ist wirklich sehr spontan ein sehr, sehr cooles Projekt irgendwie zufällig entstanden und da will ich gerne nochmal ein bisschen genauer mit dir auch nochmal drauf eingehen. So, weil das ist, glaube ich, auch für viele eine sehr, sehr spannende Sache. Der eine oder andere wird es bestimmt schon ahnen, worum es geht, aber wir sagen mal erstmal noch nicht zu viel. Wir spannen euch da erstmal noch so ein bisschen auf die Folter, sag ich mal. Ja, gut, Paul. Ey, hat mich gefreut, dass du hier mal wieder vertreten warst auf dem Kanal. Hat mich auch umso mehr gefreut, dass wir auch mal endlich wieder ein bisschen quatschen konnten. Und auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir werden, ich denke mal, in Zukunft auch noch mal hier und da uns über den Weg laufen, so, sei es noch mal vielleicht bis zum Ende des Jahres in einem anderen Projekt oder noch mal speziell auf W50 die Thematik. Aber da kommt definitiv noch ein bisschen was jetzt zum Ende. Gut, alles klar. Paul, du hast auf jeden Fall das letzte Wort. Vielen lieben Dank für dein Vorführen hier vom Dungeon. Auch nochmal interessant zu hören, wie deine Gedanken jetzt zu dem Run waren. Und von mir war es das soweit. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Guckt gerne bei Paul unten in die Videobeschreibung. Und Paul, gönn dir die letzten Worte. Ich bedanke mich auch fürs Zusehen, dass ihr mich so lange ausgehalten habt. Ich hoffe, ihr fandet den Run einigermaßen cool. Vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Tipp für mich selber, falls ich was übersehen habe. Würde mich auch interessieren, was ihr für Taktik verfolgt. Ich schaue auch in die Kommentare. Bedanke mich für eure Zeit. Wünsche euch noch allen einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal. So, Freunde, jetzt kommen wir auch schon zum Gewinnspiel und zwar von den 100 €, die wir hier im Giveaway verlost haben. Erstmal vielen lieben Dank für das ganze krasse positive Feedback. Hätte ich nicht gedacht, dass es dann doch so sehr, sehr viele geworden sind. Ja, fast 1000 Likes zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo ich das Ganze hier aufnehme und 919 Kommentare, die hier auch dran teilgenommen haben. Echt vielen lieben Dank für das ganze heftige positive Feedback, auch für die netten Kommentare. Hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Auch wenn nicht jeder hier gewinnen sollte, es gewinnt halt nur einer oder in dem Falle 2. Dazu kommen wir jetzt aber noch gleich. Es ist halt eben so, das ist halt eben das Gewinnspiel, aber ich kann euch garantieren, es wird nicht das letzte gewesen sein. Wir machen noch öfter mal so ein Gewinnspiel auf jeden Fall und falls ich irgendwelche neuen Codes oder irgendwelche anderen Sachen für euch parat habe, dann erfahrt ihr das halt auch immer schnell bei mir und das wird auch die nächste Zeit, denke ich mal, nicht abreißen damit. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall weiterhin hier auch den Kanal aufmerksam zu verfolgen. Aber zuallererst möchte ich erstmal ein ganz, 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 ganz großes Shoutout rausgeben an Hanrizzle, an meinen wertgeschätzten YouTube-Kollegen hier. Der hat auf meine 100 €, die ich hier verlose, nochmal 50 € on top draufgelegt. Das heißt, wir haben hier nicht nur einen Gewinner, wir haben 2 Gewinner direkt und dafür möchte ich Ihnen auf jeden Fall vielen lieben Dank sagen und
Ich werde den guten Hunrizzle auch in der Videobeschreibung verlinken, hier unter diesem Video jetzt. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten werde ich auch einen Kommentar verfassen, wo ich das Ganze nochmal anpinnen werde. Und da würde ich mir wünschen, dafür, dass er von sich aus 50 € einfach mal für die Community nochmal oben drauf legt, weil die Aktion einfach super nice ist, würde ich mir wünschen, selbst wenn ihr das Geld nicht gewinnt, geht einfach mal bitte rüber zum Hunrizzle, lasst ihn da ein Like da, lasst ihn einen netten Kommentar da, grüßt ihn schön von mir und bedankt euch, dass er sich einfach mal bereit erklärt hat, 50 € aus eigener Tasche nochmal hier mit beizusteuern. Ist auch nicht wenig Geld, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze mal macht. Ne? Gut, vielen lieben Dank dafür und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, jetzt kommen wir zu der Auslosung. So, als allererstes werden wir erstmal die YouTube-URL hier von dem Video kopieren und jetzt kommen wir auf eine Seite, die nennt sich Comment Picker und die Seite benutze ich immer für meine Giveaways. Hier kopieren wir jetzt die URL von dem Video rein, von dem Giveaway-Video. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Extrapunkt. Wir filtern jetzt hier die doppelten Kommentare. Ja? Also es werden quasi nur einzelne User gewertet. Es kann ja sein, dass, was ja nicht schlimm ist, dass ein User mehrere Kommentare geschrieben hat, weil man will sich ja auch unter den Kommentaren vielleicht mit anderen ja, eben kommunizieren, dazu ist es halt da, also es ist nicht weiter wild, aber manche versuchen vielleicht mit einem Account 100 Kommentare zu schreiben und versuchen vielleicht damit die Gewinnchance zu verfälschen, was natürlich nicht klappt, deswegen filtern wir alle doppelten Kommentare und so werden nur die einzelnen User hier rausgefiltert und das werden wir jetzt machen. Wir gucken, wie viele es geworden sind. Es sind genau 884 Einzel-User, die hier dran teilgenommen haben. Insgesamt waren es ja über 900 noch was Kommentare. Also da waren ein paar Doppelte am Start. Und jetzt kommen wir hier zum spannenden Teil, hier zu der Auslosung. Der erste Gewinner bekommt von mir die 100 € und der zweite Gewinner bekommt die 50 € vom Hunrizzle. So, wir starten. 3, 2, 1, let's go. Und der erste Gewinner der 100 € ist Georg Schwender, okay, alles klar. Also Georg, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Frohe Weihnachten, lieber Dotze, und auch an alle anderen, die das lesen. Ja, frohe Weihnachten auch an dich und herzlichen Glückwunsch. Du hast hier die 100 € von mir gewonnen. Ich würde dich bitten, das geht an beide Gewinner, jeweils an dich und an den zweiten, den ich auslose. Schreibe mir bitte über Discord oder Instagram. Das kannst du dir aussuchen. Beides ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Du kommst auf meinen Discord-Server und dort kannst du auch auf mich zugreifen und mir schreiben. Oder bei Instagram geht das Ganze auch, dass du mir da auch schreibst. Ja? Und ihr braucht bitte nicht versuchen, euch als Georg hier oder als den zweiten User auszugeben, denn ich werde noch eine kleine Sicherheitsüberprüfung durchführen hier mit Georg, dass auch ganz sicher hier der User am Start ist, der auch diesen Kommentar geschrieben hat. Das Ganze lässt sich sehr, sehr leicht rausfinden und wer versucht mir irgendwie weiß zu machen, dass er Georg ist, obwohl er es gar nicht ist und nur auf die 100 € scharf ist, der wird für sein Leben lang auch von mir blockiert, YouTube und was weiß ich sonst wo. Also probiert es gar nicht, es ist nicht möglich hier zu bescheißen. Wir führen noch eine Sicherheitskontrolle hiermit durch, wenn ich von Georg die Nachricht habe, dass ich Ihnen den Code zusenden kann. Ja, also auf Instagram oder bei Discord, beides in der Videobeschreibung. So, wir kommen jetzt zum zweiten Gewinner, der 50 € von Hunrizzle und die 50 € gewinnt hier der oder die Kai Kuchenreuter. Ja, cooles Giveaway, sehr nützlich zum Leggy Dungeon. Viel Glück an jeden. Ja, und der Kai, herzlichen Glückwunsch auch an dich. Du hast jetzt die 50 € vom Basti gewonnen und für dich gilt das Gleiche. Schreibe mir bitte bei Discord oder bei Instagram eine persönliche Nachricht, dass du das bist. Dann kontrollieren wir das Ganze nochmal. Dann werde ich das auch nochmal überprüfen bei dir und dass du das dann auch wirklich bist. Und genau, dann bekommst du von mir die 50 € Paysafe-Guthaben, die du hier für deinen Leggy Dungeon benutzen kannst. Ansonsten vielen, vielen, vielen lieben Dank an alle Leute, die hier dran teilgenommen haben. Wirklich eine sehr, sehr nice Aktion. Es wird noch mehr in Zukunft geben, glaubt mir. Und das hat auf jeden Fall sehr Bock gemacht. Ansonsten auch vielen lieben Dank, dass so viele Leute so viele positive Kommentare geschrieben haben und so viele Glückwünsche dagelassen haben und ja, einfach nett waren, ja, und das ist halt eine sehr, sehr coole Sache. Deswegen Grüße gehen raus an jeden einzelnen von euch und ja, damit würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und dann bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Mal.